Der Willi und ich sind in Kambodscha. Ah, wow. Ab ins Abenteuer! Hier hat der berühmte Schweizer Kinderarzt Beat Richner ein gewaltiges Erbe hinterlassen. Von dem haben wir schon viel gehört. Das wollen wir kennenlernen und herausfinden, wieso der Beat Richner in Kambodscha noch heute verehrt wird wie ein Gott. You can see here, Wow. he is a hero for Cambodian children. Wir wollen es sehen und erleben und arbeiten darum mit, als junge Ärzte hinter den Kulissen von Kanta Boppa. Operation an einem Baby, das wird heftig. In dieser Folge mache ich bei einer Herzoperation an einem Baby mit. Das Herz schlägt nicht mehr. Medizinisch gesehen ist das Kind tot. Das ist das Eindrücklichste, was ich jemals gesehen habe. Anfangen tut unser Einsatz in Kanta Boppa mit der Überraschung. Die gesamte Spitalleitung steht parat. Professor Sokha Surgeon. So sollte man jeden Tag begrüßt werden. Beim grossen Wochenrapport mit allen Mitarbeitern bekommen wir einen Ehrenplatz. Einfach, weil wir Schweizer sind. Das ist das Vermächtnis von Beat Richner. Alle singen zusammen die Nationalhymne. I would like to introduce Dr. Med Alfred Ashraf. Welcome, Dr. Med Willi Balendi. He's working as a dermatologist. Dann geht es an die Arbeit. Ich habe eine besondere Herausforderung vor mir. Zusammen mit dem Herzchirurg Dr. Ledin eine Operation am offenen Herz bei einem Säugling. So now the patient is waiting. 8 months old. Bis zum letzten Moment bleibt die Mutter bei ihrem Baby. Der Bub hat ein Loch in der Wand zwischen den beiden Herzkammern. Das wollen wir heute zumachen. Sonst würde er gleich sterben. Das ist eine Operation an einem Baby. Das wird heftig. Als erstes gibt es die Anästhesie. Das Baby bekommt eine Vollnarkose. Wir haben jetzt Narkose eingeleitet und sie haben jetzt das Kind intubiert, also künstliche Beatmung läuft. Wir sind langsam bereit für die Operation. Jetzt, wo es losgehen kann, macht der leitende Arzt Dr. Ledin und ich uns bereit. Und dann geht es los. Wir müssen wie die Haut auftrennen. Es schmeckt nach verbrannter Haut. Und dann kommt die Sagi vor. Ich war ein bisschen überrascht, dass, auch wenn es so ein Babyknochen ist, dass der so laut ist. So you can come closer. I can show you. Und dann wird der Brustkorb aufgemacht. Man sieht die Hülle, die ums Herz ist. Und du siehst immer wie mehr und mehr und mehr von diesem kleinen Mini-Herz, das einfach am Schlagen ist und wir sehen es. Das ist immer der eindrücklichste Moment, finde ich, wenn ich bei diesen Operationen dabei bin, ist einfach ein schlagendes Herz zu sehen. Ein Organ, das sich bewegt, ein Organ, das eigentlich unser Leben lang schlägt und einfach so normal geschützt und verborgen ist, aber jetzt einfach frei und verwundbar. Dann habe ich gewusst, jetzt kommt der kritische Moment der ganzen Operation und das ist der Moment, wo man die Herz-Lungen-Maschine anschließt. Die Herz-Lungen-Maschine übernimmt für ein paar Stunden die Funktion vom Herz und der Lunge. Man schließt das Schläuchchen an das Herz an, sodass die Maschine das Blut mit Sauerstoff anreichern und durch den Körper pumpen. Can stop the machine, please.
Es braucht so viel Vorbereitung, dass die Maschine funktioniert, weil die übernimmt alles. Also die übernimmt das Leben von dem Kind für die nächsten paar Stunden, die wir operieren. Der Afrit erlebt hier absolute Spitzenmedizin in einem der ärmsten Länder der Welt. Wie ist das möglich? Antworten bekomme ich von Sorani. Sie hat über 20 Jahre lang Büro an Büro mit dem Beat Richner zusammengearbeitet. He sit here. What was this person like? He is a very busy man, and he was a hero for Cambodian children. And then he sacrificed his whole life without thinking, taking care of own health. And sometimes he was lonely, but he played the cello. He said the cello is his wife. The cello is his wife. Sorani führt mich in den Konferenzsaal vom Spital. Dort hat der Beat Richner für Touristen Cello gespielt und Geld gesammelt. Sein Konzertstuhl steht immer noch auf der Bühne. Was für ihn ist wichtig war, wird aus Ehrfurcht nicht mehr angelenkt. Schon als junger Assistenzarzt hat der Beat Richner für seine kleinen Patienten Cello gespielt und Geschichten erzählt. Nach dem vierten Traum hat es laut geschrien. Sagen Sie, wo ist der Zoo? Doch der Kajak der Nacht davon. Als Musikclown Beato Cello ist der Beat Richner in Kleintheater auftreten und national bekannt worden. Das Leid der Kinder in Kambodscha hat er schon 1975 in einem Lied verarbeitet. Dang, deng, deux enfants de Phnom Penh. Ils souffrent de faim, ils souffrent de faim. Seine Cellokünste hat er genutzt, um Geld für seine Spitäler zu sammeln. Zum Beispiel bei einer jährlichen grossen Spendengala im Zirkus Knie. Cleveres Fundraising in der Schweiz für gute Kindermedizin in Kambodscha. Zurück bei der Herzoperation. Unser Patient ist an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Jetzt bekommt er ein spezielles Mittel, das das Herz zum Stillstand bringt. Erst wenn es nicht mehr schlägt, können wir weiter operieren. Das Medikament kommt rein und plötzlich hört es auf. Kurz habe ich mir überlegt, in diesem Moment, medizinisch gesehen ist das Kind tot, das Herz schlägt nicht mehr. Irgendwie noch eine krasse Vorstellung. This is the VSC's hole. You can see that? Ah, you can see it. Yeah, that's a hole. Dann hat er gesagt, okay, das ist das Löchli. Und es ist nicht lang gegangen, bis man das Löchli hat gesehen hat. Ein stecknadelgrosses Loch im Herz. Und auf das haben sie dann eigentlich fast wie einen Flicken drauf genäht, um das Loch zu schliessen. Das ist wie wenn man ein Loch in der Hose hat, banal gesagt, einen Flicken drauf genäht. Mit einem Faden, den ich immer wieder zwischendurch in der Luft habe gesehen habe, wenn er mal so ein bisschen reflektiert hat, weil der so fein war. Ich habe zum Dr. Leding geschaut und gefragt, so ist alles gut? Und er hat gesagt, ja, wir können jetzt eigentlich zutun. Wenn alles durch ist, weckt man das Herz wieder auf, indem man das Stillstandmittel wieder rausspült. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt kommt der nächste Moment. Das Herz schlägt wieder. So now start beating. Starting beat. Yeah. Es ist wie wenn ein Auto wieder anfahren. Tick, 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 tick. Und dann ist es immer schneller geworden. Das Herz schlägt wieder von selber. Die Herz-Lungen-Maschine wird jetzt Schritt für Schritt wieder deinstalliert. Also wir ziehen alle Schläuche ziehen. Und man sieht jetzt schon eine Verbesserung. Also das Kind wird überleben und hat ohne die Operation nicht überlebt. The operation is finished. Now we close the pericardium. Das Herz ist eigentlich umgeben von einer Hülle, das Perikard. Das haben wir auftun und das tun wir jetzt wieder zumachen und dann wieder alles zumachen, also auch das Brustbein, das wir auftun mussten. Now we give everything to my perfusionist. Die Schläuche kann man wegnehmen, jetzt geht es ans Zunähen. Das übernimmt der Assistent. Okay, if you want to look, you can stay closer. I finished now. Okay. It's my colleague. He finished the suture. Finish the suture? Okay. Und ich darf mithelfen.
Very good, yeah. Ja, nice. Komplett durchgeschwitzt. Hey, das ist auch das Eindrücklichste, was ich jemals gesehen habe. Jetzt bringen wir das Baby auf die Intensivstation. So, how do you feel now after like this operation? I feel very good. One life you saved today. We save, like. We save. Yeah. Thank you very much. Yeah. In Kambodscha kennt jedes Kind den Beat Richner. Sie sagen ihm Dr. God. Sein Grab ist direkt vor dem Spital in Siem Reap. Die ganze Spitalleitung erweist ihm regelmässig die Ehre. Also vorgesehen war ja ursprünglich, dass er 5 Jahre hier bleibt. Das war so seine Idee. Er tut es aufbauen und dann läuft es und dann geht er wieder. Aber ziemlich schnell war mal klar, nach 5 Jahren ist irgendwo nichts so, wo bleiben kann. Es braucht ihn weiter. Sein Preis, habe ich das Gefühl, er gezahlt hat, ist halt, er hat immer Heimweg gehabt. Er war sicher auch einsam. Mir wird klar, der Beat Richner hat hier fast den Status von einem Heiligen. Aber er hat sich nicht als Superheld gefühlt. Die Verehrung für ihn ist aber ungebrochen. Das zeigt sich, wo ich einen speziellen Ort besuche. Sein ehemaliges Büro. Seit dem Tod von Beat Richner hat dort niemand etwas angelenkt. We keep all. You keep all, We okay. keep all for him. You can see here. Wow. Everything we keep all his office here. Wow. Es ist ein spezieller Moment. Sogar die Armbanduhr von Beat Richner liegt noch auf dem Pult. Ticken tut sie schon lange nicht mehr. Kambodscha, Kambodscha, Kambodscha. Ich glaube, man weiss, wo eine Frau war. And everything we put here. You can see a lot of cigarillo. Ah, the cigarillo. He has. Yeah, He had like. Yeah. David Lass noch. uns schauen. Zündhölzli. This is also. So that's his favorite cigarillo. Here. Oh. Oh, it's okay. Here you can see the shoe, the shirt, only white shirt and Only the white blue. shirt. Seine weißen Hände und seine Schuhe, die man kennt. Alles hier noch neu. Wow. Ein Altar mit Schweizer Schoki. Neben Beat Richner das Bild vom Kinderarzt Peter Studer, einem langjährigen Vizedirektor. Am Schluss ist der Beat Richner selber krank geworden. Eine seltene Hirnkrankheit. 2017, he left from Cambodia. And then he said, we never know he will come back or not. He said the last word when he go into the car. Mir geht das Ganze irgendwie auch mega nach. Wie sehr sie ihn schätzen als Person und eigentlich muss ich sagen, verehren. Da spürt man, glaube ich, wie viel er hier in diesem Land hat beigetragen und was eine grosse Leistung er hat geschafft. Ich muss sagen, sein Lebenswerk hier aufzubauen und Millionen von Leuten zu helfen. Ich gehe mit dem Willi schauen, wie es meinem kleinen Herzpatient nach der Operation so geht. Ah, Heart Corner. Das sind wir richtig. Hallo. Hallo. Das ist er. Ist er? Ja, genau. Wir machen jetzt ein Herz-Ultraschall und dort sehen wir schon unser Ergebnis von heute Morgen. Das Ultraschall vom Herz war jetzt gut und wir können jetzt mit der Extubation starten, also das Schläuchchen kommt raus. Es kommt raus. Also der Atemschlauch ist jetzt raus
Und jetzt schnauft das Baby wieder selbstständig. No limitation. No limitation? No activity limitation. So this child can have a normal Can life? have a normal life, yes. Wow. Was für ein Happy End. 3 Tage später zieht es mich noch einmal zu meinem kleinen Herzpatient. Jetzt ist auch die Mami herum. So, suicide icon now? Okay. Before operation, she cried a lot. I know, Yeah, yeah. And now she very happy. Happy? Because her child now good. Is he good? Is he good? Okay. Yeah, good evolution. Yeah. Is she sleeping here now? Yeah, she stay here. Both Yeah, parents wait. here? Yeah. Ah, Yeah. okay. Yeah. Okay. Work. Under Yeah, the bed? yeah. 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 Okay. We allowed. Yeah. This. Okay. Yeah. I'm very happy to see him now much better. And I have some small chocolate heart for you. អូនេះគាត់ជូនសុកាឡា Swiss chocolate. បាទអរគុណណាបាទគាត់ជូនពរសម្ដៅ Es geht mega schön, ihn jetzt so zu sehen, dass es ihm besser geht. Ich finde mega schön, ja. Und die Mutter ist jetzt deutlich erleichterter. In der nächsten Folge entdecken wir eine Krankheit, die in der Schweiz fast ausgerottet ist: Tuberkulose. Und wir sehen, was sie alles anrichten kann. Alle Folgen von unserem Abenteuer in Kambodscha Und alle Folgen von Pulscheck findest du auf unserer eigenen Streaming-Plattform Play SRF. checken Sie aus!